Hey, grüßt euch, hier ist Daniel, Sportsman Target. Wie versprochen zeige ich euch heute den zweiten Teil von meinem Unboxing der Ballista Bad Reverse. Ähm, Ich will euch heute aber zeigen, wie vielfältig diese Pistolenarmbrust ist. Wenn du das sehen willst und dich das interessiert, ähm, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Ja, schön, dass ihr doch wieder reinschaut. Das freut mich sehr. Ähm, Ich habe die Ballista Bad Reverse in einem großen Paket gekauft. Also sprich, ich habe sie in dieser Ausführung gekauft, sprich mit Triangle Stock. Es gibt sie auch mit einem originalen Griff. Ja, da ist der ohne Stock. Und wie gesagt, ich habe noch das Hunting Bundle mitgekauft und das Fishing Bundle, weil das einfach hier in South Carolina ist alles erlaubt. Man kann das alles benutzen, legal. Deswegen habe ich es gekauft. Ja, am Hunting Bundle ist halt noch dieser ergonomische Griff dabei. Den finde ich sehr gut. Der schmiegt sich auch sehr schön an den Fingern und an der Hand an. Man kann den auf 45 Grad einklappen, ganz einklappen oder halt auf 90, so rum kann man auch anklappen, wer es möchte. Ja, die Red und Green Dot ist dabei beim Hunting Bundle und noch mein Special, zu dem ich nachher komme. Also das Beste kommt wie immer am Schluss. Finde ich wirklich geil, das Teil. Ja, so beim Fishing Bundle gut, Pfeile und Bolzen sind auch dabei, aber brauche ich ja nicht unbedingt zeigen. So, das erste ist, was ich euch zeige, ist das Fishing Bundle. Es gibt also hier die komplette Einheit. Da gibt es einmal die Aufnahme für die Rolle. Ich habe die Rolle gekauft, die hochwertige Rolle. Ballista bietet zwei Stück an, eine günstigere, eine hochwertigere Rolle. Hier ist der Neutralknopf, das heißt, wenn ich den drücke, dann lässt es einfach los, dann geht es einfach los. Und wenn ich hier, klar, Kurbel, ich weiß nicht, manche Angler vielleicht dabei, hier ist die Kurbel, die kann ich hier unten aber stärker oder schwächer machen, sprich ich kann sie schwerer rausziehen später oder halt einfacher. Ich habe sie halt jetzt auf leicht gestellt, damit ich hier handeln kann. Das hier ist eigentlich nur ein Schlüssel zum die Kurbel abmontieren. Habe ich hier dran, damit die Schnur nicht nach hinten verschwindet. Deswegen ist die einfach dran. Ja, wie gesagt, dieses Element kommt noch mit dem Schnellverschluss, finde ich sehr, sehr cool. Oder mit Schrauben. Mit Schrauben, sprich, die Ballista Bad Reverse hat hier vorne einen Steigbügel. Wer ihn braucht, kann ihn nutzen. Ich brauche ihn nicht. Ich komme ganz gut ohne den Bügel klar. Also ich komme ganz gut mit der Zugkraft klar. Da habe ich kein Problem damit. Aber es gibt auch schwächere Menschen, sage ich jetzt mal, wo halt nicht so viel Power haben. Die stehen halt lieber drauf und ziehen das. Für das gibt es hier eine Schraube und dann kann man das Ganze trotzdem hier noch dran lassen. Ich meine, gut, dann bringt der Bügel auch nichts, wenn das Teil hier unten ist. Das geht ganz gut. Also man kann es wie gesagt hier vorne anschrauben oder hier hinten. Ich werde es gerade mal umbauen, ummontieren. Was man hier braucht, ist ganz einfach ein 2,5er Imbus und ein 3er Imbus. Hier sind einfach die zwei Schrauben drin. Ja, bauen wir es auseinander. Geht ja ganz ratzfatz. Also ich habe den Steigbügel sowieso nicht dran, von dem her kann ich den ja direkt abmontieren. So, zack, zack, zack.
Das Schöne dabei ist halt, ist alles Alu, ist kein Plastik. Kann man auch ein bisschen fester zuziehen, wobei man halt auch nicht zu fest zuziehen sollte. Ich habe mir da ein Säckchen gemacht, damit ich die Kleinteile reinmachen kann. So, dann haben wir hier ganz einfach einmal den Schnellverschluss. Ich hoffe, ich kriege ihn gleich dran direkt. Na, siehst du, geht super. Ja, das heißt, Fishing Bundle gleich auch noch spezielle Pfeile dazu. Die sind nicht aus Carbon. Wenn die eindringen, ich weiß nicht, ob man sieht, die dringen ein und dann gehen die auf. Also die geht nicht mehr zurück. Wenn die durch sind, sind die durch. Und dann haben sie hier ein Loch, da befestigt man diese Schnur vorne, spannt das Ganze ein und versucht einen Fisch zu fangen. Das wird aber auch mal kommen, Angeln und Hunting, aber das ist ein anderes Thema. Genau, ja, also zum Fischen super gut, kann man nutzen. Dann baue ich das mal wieder ab. So, alles hier auf die Seite, was man nicht mehr braucht. Ja, wie vielfältig ist die Ballista noch? Also ich finde sie super vielfältig, also irgendwie ein bisschen wie eine eierlegende Wollmilchsau, die es eigentlich ja nicht gibt. Aber ich kann aus der einfach alles machen. Ich würde sagen, ich werde jetzt den Stock abbauen mit dem Griffelement und euch den originalen Griff anbauen und dann seht ihr mal, wie klein und kompakt das ganze Teil eigentlich ist. Es ist ganz einfach. Ich habe für den Umbau habe ich hier auf der gegenüberliegenden Seite und vorne habe ich eine Schraube für das ganze, für den Griffelement und für den Trigger habe ich ebenfalls hier drunter ist die, habe ich nochmal eine Schraube und diese zwei für den Trigger. Also das ist alles kein Hexenwerk und super schnell umgebaut. Es geht eigentlich alles ziemlich schnell. Und zack ist dieses Teil eigentlich schon auseinandergebaut. Ich habe hier meine Griffschrauben. Jetzt kommen wir hier zum Triggerelement, weil wie gesagt, wenn man den originalen Griff hat, muss man das Triggerelement dazu nehmen, weil dieser Trigger ist kürzer. Ich halte es später mal nebeneinander, dann sieht man es besser. So, und dann kann ich einfach das Ding entnehmen. Das ist hier auseinandergebaut und jetzt halte ich euch das mal ein bisschen nebeneinander. Vielleicht erkennt ihr den Unterschied. Ist kürzer. Ja, ich konnte es am Anfang eigentlich gar nicht glauben, aber ist in der Tat so. Das Element für den Triangle Stock ist länger, also die Triggereinheit. So, wunderbar. Also das ist sie in der kompaktesten Version. Ja, hier kann ich wieder einfach hingehen, mein Angelbundle da dran bauen, Laser dran bauen, was auch immer. Kann ich einfach so in den Rucksack stecken. Ja. Falls ihr mir das nicht glaubt, ich stecke jetzt meine Finger hinter den Trigger, ja. Also Trigger ist ja weg, sicherheitshalber. Ich stecke das jetzt hinter den Trigger und dann spanne ich euch das. Also für mich ist es gar kein Problem, ja. Jetzt ist sie gespannt und die ist einfach mini, ja. Das ist einfach so klein, ja, und hat einfach mal 420 FPS. Das ist wirklich, wirklich heftig für so ein kleines Ding. Ich werde es aber auch mal irgendwann mal messen. Mein Messgerät ist leider in Deutschland. Ich muss erst ein neues bestellen. Aber ja, also es ist schon extrem. Hier hinten ist dann die Sicherung. Das heißt, ich kann den Trigger nicht drücken, passiert gar nichts.
sobald ich die Sicherung drücke, ist der Trigger auch frei. Das heißt, zum Entspannen dieser ganzen Geschichte drücke ich die Sicherung, ja, ziehe die Schnur so bis zum Anschlag und dann drücke ich den Trigger. Klack, hat es gemacht und ich kann ganz super easy das Ding zurückdrehen. Also wie gesagt, super klein, super kompakt, passt in Ihren Rucksack rein. Mega gut, also mir gefällt das Ding. Ja, jetzt habt ihr gesehen, mit Stock als Angelausführung, als super kompakt. Und jetzt zeige ich euch noch die taktische Version. Zwar mit dem coolen Teil. Jetzt gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Hier unten am Griff ist eine Schraube und ein Deckel. Den müssen wir aufmachen. Mal gucken, ob ich ihn einfach so aufkriege oder ob ich wieder alles abmontieren muss. Das ist einfach nur ein dünner Deckel. Ah, geht so. Jawohl. Ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann findet man irgendwelche Tricks, dass es richtig funktioniert. Ich bin am Anfang auch mit dem Imbus rein, weil ich nicht wusste, wie es aussieht. Und ja, hat halt nicht funktioniert, bis ich gesehen habe, dass der Deckel nur so ein dünnes Blättchen ist. Deswegen funktioniert das ganz gut. So, jetzt zeige ich euch mal mein Super Special. Das sieht jetzt schon komisch aus, man weiß es nicht, was es ist. Das finde ich mega cool. Ja, das Teil gehört so rein. Da ist nochmal eine Schraube dabei, die ist etwas länger als beim Deckel. Die gehört dann ins vordere Loch. Das vordere Loch. So, wenn man das Teil dann fest hat. Also wie immer, wie überall, auf jeder Armbrust oder sonst was, ja. Nicht anziehen wie ein Ochse, ja, auch wenn man einer ist oder auch nicht. Nicht anziehen wie ein Ochse, sondern festziehen und gut, ja, bei solchen Sachen. Bei so einer Gummilippe oder sowas kann man ruhig ein bisschen fester anziehen oder hier beim Griff, ja, aber auch nicht zu fest, ja, weil irgendwann ist das Material schlapp und dann ist es vorbei, ja, dann hat man halt kaputt gemacht und nicht befestigt. So, und jetzt zeige ich euch das coole Teil. Das sieht sehr spacig aus. Sieht aus wie so eine Hornisse im Kampfflug, im Angriffsflug. Sieht auf jeden Fall spacig aus. Und was es ist, das verrate ich euch jetzt. Es ist von Farb Defense. Das ist einer meiner Lieblingsmarken auch, was Schulterstützen oder Stocks oder andere Sachen angeht. Finde ich Farb Defense halt schon mega. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist halt gute Qualität. So, jetzt zeige ich euch, was es ist. Und zwar, es ist ganz einfach ein Klappschaft. Ein Klappschaft, mega geil, super schnell ausgeklappt. Ich habe kurze Arme und bei mir langt es eigentlich auch noch ganz gut. Hier ist ein bisschen eine Erhöhung, da kann man auch schön seine Wange auflegen, also man kommt super damit rein. Es ist super gut, also das funktioniert definitiv sehr gut. Zusammengeklappt wird es, hier draufdrücken, einklappen, hier draufdrücken, einklappen und schon ist das Ding eingeklappt wieder und wieder zusammen. Also ich finde es schon cool eigentlich, ja, wenn man mal so taktisch schnell einfach mal kurz zum Jagen gehen will oder Home Defense oder whatever, scheißegal, ist eine feine Sache. Da ist man stabil im Griff drin. Ich versuche mal von der Seite zu öffnen. Das ist sofort auf, also direkt. So, hier kann ich auch wieder meine Angel-Equipment dran machen und kann rein, also oder ein Laser oder hier habe ich ein Fernrohr dann, und hier ein Dreibein
kann ich zum Jagen nehmen, wenn ich es sehr kompakt haben will. Warte. Also erst den natürlich und dann den. Der hebt auch ganz gut, wenn der ausgeklappt ist. Also super cool. Dieser Fallschaft nennt sich Cobra von Farbdefense. Ist eine feine Sache, definitiv. Platzsparend ist er auch. Wenn man jetzt keinen Bock hat, das so zu transportieren oder warum auch immer, ja, kann man den auch mit einer Schraube, ist der abgeschraubt, kann den Griff einklappen und dann ist das Ding einfach im Rucksack zu verstauen, ohne Probleme. Ja, und wo wir gerade dabei sind, bei dem Unboxing von der Ballista Bad Reverse, ich bekam schon viele Fragen bezüglich der Bad Reverse, wann und ob sie nach Deutschland kommt. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Die kann ich euch auch beantworten. Es ist ganz einfach so, der Zoll spielt da nicht ganz mit, weil diese Pistolenarmbrust relativ stark ist für eine Pistolenarmbrust. Und ja, das ist gerade so über der Grenze, über den Richtwerten oder über den Werten drüber, deswegen schwer. Also man weiß es nicht, ob sie überhaupt nach Deutschland kommt oder wann sie kommt, das weiß man nicht ganz genau. Aber ich denke mal, diese Megabed, das ist ja eine Full Size, dürfte kein Problem sein. Wo wir dabei sind, noch habe ich was, und zwar, wenn ihr Teile, so wie dieser Stock oder dieser Faltschaft oder andere Bauteile wie diesen Triangle Stock, dieses Visier, die Angelgarnitur oder Pfeile, die machen ganz gute Pfeile, also ich habe jetzt mal einige Testschüsse raus und die sind sehr gut, die Pfeile. Ja, wenn ihr solche Einzelteile wollt, ich bin auch Affiliate bei Ballista, deswegen weiß ich auch von den Informationen. Ich bin Affiliate von Ballista. Den Link werde ich in die Beschreibung setzen. Gerne könnt ihr über meinen Link Teile einkaufen bei Ballista. Ihr würdet mich sehr dabei unterstützen, würde mich sehr freuen. Das heißt denn hier eine Massenbestellung oder sonst was, dass sich halt der Versand auch lohnt von den Staaten nach Europa, weil der ist uns teuer. Wenn ihr mehrere Sachen habt, könnt ihr das gerne über meinen Link machen, das würde mich sehr freuen. Ja, und wie gesagt, falls ihr mein erstes Video noch nicht gesehen habt oder mein erstes Unboxing-Video, werde ich euch auch verlinken. Ja, und wenn euch jetzt, wenn es interessant war, euch das Video gefallen hat oder das Unboxing Teil 2, lasst ein Like da, folgt mir, ich freue mich über jeden Einzelnen, definitiv. Das motiviert mich auch sehr. Und wie gesagt, ja, nächste Woche gibt es das nächste Video, da gibt es nochmal eine kleine Überraschung. Aber die verrate ich jetzt natürlich nicht. Ja, wie gesagt, das war mein Unboxing Teil 2. Falls ihr Fragen habt zu der Ballista oder Fallstock oder andere Teile allgemein, schreibt es mir in die Kommentare. Ich antworte eigentlich immer schnellstmöglich. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage Goodbye, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, was die Zeitverschiebung sagt. Bei mir ist es jetzt abends. Jo, alles klar. Dann haut rein, viel Spaß. Bis dann.